Hi Leute, willkommen zu Dragen bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu mal Cosplay und so weiter. Heute werden wir mal ein bisschen wieder was anderes machen. Letztes habe ich schon ein bisschen Cosplay-Zeug gebaut, ein bisschen wieder mit Elektrik. Heute werden wir mal wieder ein bisschen schäumen. Ich hatte nämlich schon länger einen Wolfsschädel, also in 2 Teile. Hatte ich schon länger hier liegen. Den wollte ich schon länger mal, aber bisher hatte ich noch nicht so unbedingt die Motivation. Aber ich hatte jetzt einfach mal Lust. Wir schäumen das ganze Ding jetzt mal. Ich hoffe, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Ich habe hier mal ein paar Sachen schon vorbereitet. Die Waage, das ist wieder ganz wichtig. Ein paar Becher. Das Ganze zu wiegen. Dann habe ich noch die Heißklebepistole angeworfen. Die brauchen wir jetzt gleich auch noch kurz. Jetzt hatte ich mir eher so überlegt, ich hatte hier so kleine Plastikboxen und wollte dann eigentlich, damit das dann schöner zu gucken ist, in so einer Plastikbox machen. Das Problem ist nur, ich habe hier an den Rändern viel zu viel Luft. Ihr wisst ja, Silikon ist nicht gerade billig. Ich habe mir mal von den Sachen hier, ich mal so 2 Dinger bestellt. Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Hoffentlich reichen die. Bin dann hingegangen, da wir ja bald Halloween haben. Das Ding sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Sarg, ne? Wenn man das hier so sieht, fehlt nur noch Kreuz drauf und der Deckel. Naja, egal. Auf jeden Fall, den Unterkiefer werden wir erstmal nicht machen. Den lege ich jetzt erstmal auf Seite. Ich will jetzt erstmal nur hier den oberen Teil machen. Handschuhe brauchen wir erstmal noch nicht. Ich glaube, den Cutter brauchen wir auch erstmal nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Jetzt habe ich eckige oder runde Sachen. Wir müssen jetzt noch schauen. Das hier, die 2 Löcher muss ich noch zukriegen. Und dann habe ich noch das Problem mit den 2 Sachen hier an der Seite. Statt jetzt komplett schäume, so wie ich die anderen Sachen gemacht habe und schneide das auf, habe ich immer noch das Problem, dass das hier vielleicht dann irgendwie... Jetzt bin ich echt noch am Überlegen, wie ich das am besten mache. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich das nicht irgendwie mal versuche, zweiteilig zu machen von der Form her. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber versuchen will ich auf jeden Fall mal. Im schlimmsten Fall, naja gut, wird es halt nicht so, wie ich gerne hätte. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, dass ich die runden Dinger nehme. Einen klebe ich hier, dann haben wir nämlich hier so die 2 Dinger schon mal zu und den anderen werde ich mal hier so drauf kleben. Im Endeffekt ist das eigentlich, oder hier, weiß ich nicht, im Endeffekt ist es nur, dass die Zähne ein bisschen höher sind, damit unten dann genug Luft ist. Ich werde das sowieso diesmal was anders ausprobieren. Und zwar werde ich mal erstmal eine dünne Bodenplatte dann machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe auch, dass das hier hält. Bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, aber versuchen kann man es ja. So, machen wir das hier noch so dran. Unten ist ja nicht ganz so wild. So. Ich hoffe, das klappt hier so irgendwie. Na, wir machen das mal hier so dran. So, klappt das so? Ja, wollen wir mal hoffen, ne? Jetzt haben wir das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen schief. Also müssen wir hingehen und das Ganze ein bisschen gerade schneiden. Damit das Ganze nachher auch so irgendwie gerade steht. Ich hoffe, das klappt so halbwegs. So, mal schauen. Ja, die Zähne sind hoch genug, der Rest auch, ist eigentlich schon zu hoch. Vielleicht machen wir das Ganze noch ein bisschen niedriger. Das ist vielleicht doch ein bisschen sehr viel. Wollen wir die Bodenplatte jetzt auch nicht machen. Auf jeden Fall dick genug, damit da nicht so viel passiert. So, das sieht doch schon deutlich besser aus, obwohl wir da, glaube ich, immer noch ein bisschen was wegschneiden könnten. Aber
sind ja, bestimmt 10 mm. Na, ist egal, wir machen das jetzt mal. Ich hoffe nur, dass die zwei Dinger reichen. So, müssen wir gucken, ob man das Ganze, das kommt dann hier rein. Wie gesagt, das habe ich mal abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen zu Halloween passt mit der Sargform, habe ich natürlich so ein bisschen an den Schädel angepasst von der Form her. Ja, das ist jetzt quasi nur, damit dann halt nicht so viel Silikon an den Rändern verloren geht. Weil das Zeug ist wirklich teuer. Ich glaube für die zwei Dinger hier, das waren schon wieder, glaube ich, bald 80 Euro. Weil ich ja immer auch aus der eigenen Tasche bezahle. Ich habe ja keinen Sponsor oder sowas, der mir das bezahlt. So. Nach hinten haben wir ein bisschen mehr, nach vorne. Na ja, gut, den Schädel ich vielleicht noch ein bisschen, aber vorne, das wird schon passen. So. Ich hoffe nur, dass das dann nachher auch vernünftig funktioniert. Na, ich will nämlich wirklich mal versuchen. Ich mache jetzt erstmal nur so eine kleinere Schicht. Ich habe das ja mit dem Silikon schon ausprobiert. Mit dem hier hatte ich übrigens bis jetzt so die besten Ergebnisse. Ich hatte mir mal eins von einem anderen hier bestellt. Also da muss ich sagen, das war ja das in dem Video, was nicht so richtig trocken geworden ist. Da war ich jetzt nicht so begeistert von. So, raus. Dann habe ich mir wieder hier so einen alten Pinsel von Pattex, der schon uralt ist. Natürlich könnt ihr auch zum Umrühren hier so ein Eisstäbchen nehmen. Ja, aber ich improvisiere ja immer viel bei so Sachen. So, dann gucken wir mal. Erstmal den Becher. Erstmal wieder auf 0 setzen, das Ganze. Eisklebepistole. Hoffe ich, braucht man jetzt erstmal nicht mehr. Also, toi toi toi. So, was machen wir zuerst rein? Das Grün oder das Weiße? Im Endeffekt ist es egal. Rein muss ja sowieso beides. Gucken, ob wir das hier wieder. So. Prinzipiell hätte ich ja auch englisches Klebeband schon mal abmachen können. Zack, das auf, das auch. So, ich glaube, der Handschuh ziehen wir mal an. Auf jeden Fall einen. Schaden kann es ja nicht. Oh, dem ist es auch schon wieder ausgegangen. So. Ich glaube, selbst die Waage hat mittlerweile einen Stromsparmodus. So, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt erstmal rein tun. Ich würde sagen, so einen halben Becher. Erstmal hiervon. Und dann noch einen halben Becher von dem anderen. Ich würde sagen, wir machen erstmal 100, so für den ersten Schub. Also 99, aber das passt schon. So auf 1 Milliliter würde da glaube ich nicht drauf an. Ich hoffe nur, dass das Ganze dann ausreicht für den Schädel. Das wäre natürlich wieder mal eine Katastrophe, wenn natürlich wieder, das hatte ich ja auch schon mal gehabt, da musste ich noch ein drittes hier binden, weil ich den letzten Zentimeter, das hätte nicht mehr so ganz gereicht. Das war natürlich auch nicht so toll. So, dann rühren wir das Ganze erstmal gut um. Bei dem Zeug haben wir ja ein bisschen mehr Zeit zum Verarbeiten. Wie gesagt, das wirkt jetzt erstmal, ich mache so 1, 2 Becher, machen wir mal erstmal rein, so als Bodenplatte, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, was aus dem Ganzen dann raus wird. So, gut durchrühren. Bin mal gespannt. So, den erstmal wieder so ein bisschen verteilen. Die Ränder, die habe ich dann wieder mit Heißkleber ein bisschen abgetrennt. Also beziehungsweise abgedichtet. Ich glaube, da werden wir für die Bodenplatte brauchen wir, glaube ich, erstmal so mindestens
Ich sage jetzt mal 2 bis 3 Becher. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, das machen wir. Nur die Zähne sind jetzt schon ein bisschen drin, der Kiefer auch. Vielleicht mache ich doch noch einen Becher. Na, wir lassen das erstmal. Das bleibt jetzt erstmal so. Dann brauche ich noch irgendwas zum Klopfen. Wir haben ja hier noch für die Verbindung. Klopfen, dass die Luftblasen raus. Das ist übrigens auch mein Plan, dass ich das nicht in einer Dings mache, damit nicht so viele Luftblasen nachher drin sind im Silikon. Ich hoffe, dass das irgendwie auch funktioniert. So. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, was ich hoffe, dass der Kleber sich von den 2 Schaumstoffdingern nicht löst. Und ja noch bei der, ich weiß ja nicht, wo es war, beim Fisch, glaube ich, wo der sich hier so und ist dann auf einmal an der Oberfläche geschwommen. Ich glaube, um das zu verhindern, wenn wir die Waage hier mal so ein bisschen drauf tun, dann bleibt das hoffentlich dann auch so, wie es sein soll. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen. Mal gucken, wie es dann später aussieht. Das Ganze jetzt habe ich erstmal so 4 Stunden mal trocknen lassen. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Bin mal gespannt. Oh ja. Also die oberste Schicht ist auf jeden Fall schon mal so hart, dass man gut draufdrücken kann. Ja, so sieht das jetzt aus. Bin mal gespannt. Und wie gesagt, ich glaube mit der Höhe, da habe ich mir jetzt keinen Gefallen getan. Na egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Dann machen wir schon mal die anderen Sachen schon mal alle auf. Dann können wir nämlich dann direkt in einem alle Pöttern reinkippen. Und dann muss ich mir mal ein größeres Gefäß besorgen, wo man dann so eine Ladung direkt in einem reinkippen kann. So, dann müssen wir das jetzt erstmal trocknen lassen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich nicht noch was besorgt kriege. Es geht weiter. Wir haben den neuen Silikon gekriegt. Wie gesagt, selber Anbieter. Ich hoffe, dass das sich auch verträgt, aber ich denke mal schon. Das ist ja blau, würde ich mal sagen, ne? Wenn ich nicht so ganz farbenblind bin. Statt grün. Ich hatte gedacht, das wäre grün, aber das ist, glaube ich, mehr so ein schönes Blau. Gefällt mir sehr. So. Machen wir schon mal ein bisschen den Verschluss so ein bisschen auf. Aber wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen wieder was ansetzen. So, die haben wir schon mal auf. Da habe ich ja noch so ein paar Stücke Pappe zurechtgeschnitten, die so ein bisschen schief krumm sind. Ich glaube, die hier, die haben so eher mehr oder weniger die gleiche Höhe, so grob. Da habe ich mal wieder nur so frei Hand geschnitten. Gucken wir mal, das Ganze werden wir dann hier so drauf kleben. Dann noch ein bisschen abdichten mit Klebeband. Also da haben wir dann mehr wie genug, denke ich mal, von der Höhe her. Mal gucken, was die Eisklebepistole sagt.
Ding noch eine Linie. Ich würde mal sagen, so ungefähr so bis grob hier. Dann haben wir auf jeden Fall dick hier noch. Den Kugelschreiber, die habe ich nämlich genau wieder auf der anderen Seite. Das ist natürlich dann nicht so gut. So. Und dann noch 100 von dem hier rein. Und dann werden wir mal wieder gut umrühren. So sieht das Ganze jetzt aus. Mal gucken. Kamera mal schauen, ob man das sehen kann. Ja, kann man sehen. Na? So. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze erstmal wieder was trocknen. Ne? Dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze jetzt soweit trocken ist. Ich denke mal schon. Ich habe jetzt mal noch ein paar Tage gewartet. Also ich denke schon, dass das jetzt gut durchgehärtet ist. Und jetzt erstmal wieder rundherum die ganze Pappe abmachen. Und dann mal gucken, ob das Ganze alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Auf jeden Fall ist es definitiv blau. Kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Schauen. Immer jetzt ja mit dieser Show hier. Dings. Also kommt man das ja hier so in der Mitte. Das machen wir jetzt erstmal alles hier runter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles runtergepult habe. Die Pappe habe ich jetzt weitgehend runter. Also was ich euch sagen kann, hier so ein kleiner Schraubenzieher, der ist unheimlich hilfreich, wenn ihr die Pappe hier so ein bisschen lösen wollt. Also das hat echt ganz gut geklappt, bis hier an den 2 Stellen. Das ist dann halt hier, wo ich die Schaumstoffproppen reingemacht habe. Da muss ich dann nachher mal gucken, wie wir das am besten machen. Jetzt bin ich natürlich noch so ein bisschen am Überlegen. Das Ganze müssen wir ja jetzt aufschneiden. Und zwar habe ich jetzt so ein bisschen Bedenken, weil wir haben ja hinten diese 2 Knochen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich den am besten aufschneide, damit wir mit den Knochen dann am besten. Ich war erst am Überlegen mittig, so, aber dann haben wir links und rechts die Dinger da drin hängen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir das nicht am besten einmal so aufschneiden. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch mal machen. Dafür habe ich mir eine schöne scharfe Cutterklinge, eine frische reingemacht. Und werde jetzt hier einfach mal gucken, ob wir das so irgendwie hinkriegen. Es ist vollbracht, das Ganze ist draußen. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass das dann alles auch funktioniert dann so. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ich muss hier das Zeug da reinkippen. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, welches Loch da am sinnvollsten ist. Ne? Das hier oder das oder beide. Ein bisschen Rand erstmal wegschneiden. Ja, reinlaufen kann das ja an beide. Obwohl hier auf der Seite ist ja noch hier dieses Teil. Hier kann man wahrscheinlich ein bisschen besser reinkippen. Ja, das wird interessant werden. Mal schauen. So, das Ganze tun wir jetzt erstmal hier aufeinander machen. Wo ich meine Gammelkordel habe. Da habe ich übrigens auch einen guten Tipp jetzt letztes gesehen. Gummis statt die Kordel. Da muss ich mir nur mal gucken, dass ich mir mal ein paar Gummis bestelle. Oder irgendwie besorge. In einer vernünftigen Größe. Damit das auch funktioniert. Beziehungsweise auch welche, die dann auch stabil genug sind. Solange mache ich das jetzt hier mal wieder mit der Kordel. Wahrscheinlich wird dann hier der Schaum wieder hier so ein bisschen, aber das ist ja egal.
Na, mit so einem Gummi ist das vielleicht ja nicht mal so schlecht. Hier so 2, 3, 4 Gummis drüber. Die Idee finde ich ja nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich nicht, machen wir hier. Kippen wir beide Löcher rein und machen dann hier. Wir könnten ja so einen Proppen da drauf. Den machen wir, glaube ich, auch da rein. In eins der Löcher, damit da ein bisschen mehr Druck sich aufbaut, dass das mehr so in die Ritzen reingeht. Mal gucken, ob das funktioniert. So, den Schädel brauchen wir erstmal nicht und das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So, dann würde ich sagen, dann legen wir mal wieder los. Dafür brauchen wir wieder die Waage. Einen leeren Becher. Jetzt weiß ich nicht, was nehmen wir. Das Ding ist ja nicht so groß. 50 mal 25. Oder nehmen wir ein bisschen mehr. Ach, wir versuchen erstmal 60, 30. Kann sein, dass das ein bisschen zu viel ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aushärten lassen. Lassen wir jetzt erstmal ein bisschen stehen. Vor allen Dingen hier im Becher ist auch noch ein gutes Ding. Also ich würde mal sagen, wirklich, also 60, 30 ist ein bisschen sehr viel. Dann gucken wir uns das ganze Elend hier jetzt mal an. Erstmal gucken, ob wir hier. Also den Knoten müssen wir beim nächsten Mal woanders machen. Ich glaube, das war keine gute Idee, den hier zu setzen, aber egal. Jetzt haben wir wieder die ganze Gordel nämlich mit dem Schaum voll. Auf jeden Fall ist so ganz ordentlich was rausgekommen. Wie gesagt, 60, 30 ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen übertrieben. So, schneiden wir noch ein bisschen ab. Aber das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir zu schieben krumm, weil wir müssen ja sowieso dann noch ein bisschen überall dann wahrscheinlich den Grat abmachen. Okay. Der Proppen hier, der scheint irgendwie auch fest zu sein. Ja, mal gucken, wie das da aussieht. Bin mal gespannt. So. Aber die Kordel hier, die hat mir schon gute Dienste erwiesen. Bin aber generell mal gespannt, wie das Ganze jetzt nachher aussieht. Gucken, kriegen wir das hier raus. Irgendwie nicht. Na gut. So, probieren wir das einfach mal. Na, das ist die obere Seite, die müsste ja eigentlich relativ gut abgehen, hoffe ich mal. Obwohl, wir haben ja noch hier diese Kauleiste hier. Muss man zwar noch ein bisschen was rumschnibbeln, aber ein bisschen Grat habe ich da immer. Das ist mir schon immer jetzt aufgefallen. Aber so, ich muss sagen, das ist jetzt noch hier so der Grat. Hier unten, das ist ja nicht so schlimm. Das Ding ist ja so. Die Nase wollen wir noch mal angucken. Okay, die ist auch ungefähr so. Mit den Löchern hier, das hat auch funktioniert. Hier, das sieht auch gut aus. Gut, die Zähne sind nicht so schön geworden. Also da, aber wie gesagt, hier sind überall noch, das waren wahrscheinlich Lufteinschlüsse. Deshalb hat das hier noch nicht so gut geklappt. Da muss ich da wahrscheinlich noch ein bisschen was rumwurschteln, dass das besser geht.
Aber so im Großen und Ganzen, so rein optisch. Wie gesagt, ich muss dann hier noch überall den Grat ein bisschen abmachen, hier an den Stellen. Mhm. Naja, so ganz ist er noch nicht weg, aber so grob. Ja, das sieht doch schon ja nicht mal so schlecht aus. Ja, also ich muss sagen, für den ersten Versuch, das ist noch nicht perfekt. Wie gesagt, die Zähne hier, die hätten noch so ein bisschen, also noch ein paar Schönheitsfehler. Das ist noch nicht so schön. Ja, wäre schöner, wenn sie natürlich hier so spitz zugelaufen wären. Ich hoffe, das kann man so sehen. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass hier an den Stellen noch ein bisschen zu viel Luft war. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr schwenken müssen. Aber so im Großen und Ganzen hat das hier voll. Also ich muss sagen, mein größtes Bedenken waren quasi hier so die Stellen. Also die zwei Dinger hier. Aber das hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Also ich bin begeistert. Also ich hatte mir das eigentlich schlimmer vorgestellt. Mit der Nase hier, das hat auch funktioniert. Vor allen Dingen, wie ihr seht, ne, die Löcher sind da. Das geht durch. Genau wie hier auch. Also gut, hier unten, das ist jetzt dadurch, dass ich ja hier den Proppen reingemacht hat sich das hier ein bisschen mit verbunden. Da hätte ich vielleicht nicht so ganz dann da. Mal gucken. Muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Aber mit den Proppen interessanterweise hat ja gut funktioniert. Ich habe nämlich festgestellt, wenn er nämlich zu viel Löcher reinmacht in die Form, ist das auch nicht so toll, weil nicht so viel Druck aufgebaut wird. Das ist schon nicht schlecht, dann geht das nämlich auch überall rein. Nur wie gesagt, hier an der Stelle war wahrscheinlich zu viel Luft noch dazwischen irgendwo. Guck mal, wie sieht das hier hinten aus? Das hintere hier, das ist auch ganz gut geworden. Na gut, hier ist ein bisschen weiter, aber das ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, das hier, ich denke mal, dass das noch Lufteinschlüsse sind. Das ist nämlich hier an der Stelle, glänzt das noch ein bisschen und hier auch. Vielleicht hat er auch noch nicht genug umgerührt. Das sieht hier so ein bisschen aus wie so eine kleine Platte. Naja gut, also das ist nicht ganz so wie jetzt hier geworden. Das hier muss ich natürlich dann auch noch ein bisschen beischneiden. Aber so, doch, für den ersten Versuch bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Da würde ich mal sagen, wie gesagt, der erste Probeschäumer, der war jetzt eigentlich schon, muss ich sagen, schon sehr vielversprechend. Also die Grundformen, die passen, finde ich schon mal gut. Wie gesagt, mit den Zähnen und so. Hier unten, da sind ein paar Stellen, ich denke mal, das ist aber auch meistens beim ersten Versuch, wenn man sowas macht, ist das immer meistens noch nicht so das Optimale. Meistens wird es dann bei den nächsten besser. Also nicht die Hoffnung aufgeben. Ja, das Ganze mit der Form hat alles gut funktioniert. Vor allen Dingen, diesmal habe ich auch ausreichend dicke Wände. Also die sind diesmal schon ziemlich dick geworden, wie ihr hier seht. Ne? Aber das scheint gut zu funktionieren. Dass da ein bisschen mehr Auflagefläche ist. Die letzten Formen hatte ich ja immer relativ dünn an den Wänden meistens gehabt. Meistens ja sogar an einer Stelle mal zu dünn. Weil ich Gott sei Dank immer noch so ein bisschen mit einer Pappe drunter ausgleichen konnte. Da ging das. Aber bei dem Teil hier, muss ich sagen, ich bin da echt für das erste, also jetzt für den ersten Schäumversuch, bin ich schon sehr, sehr zufrieden mit. Luft nach oben ist immer. Aber so mit der Nase, das hat gut funktioniert. Ich sag ja, also hier die Seitenteile hier, das war so, wo ich echt Angst hatte, dass das überhaupt nicht funktioniert so gut. Weil ich hatte, glaube ich, wo ich die Steinschlosspistole geschäumt hatte, auch an den dünnen Stellen, da musste ich wirklich hingehen und den Schaum noch da reingießen und dann die Form zumachen, damit da auch der Schaum auch hinkommt. Das ist immer das Problem, wenn dann so Stellen sind, wo so Lufteinschlüsse sein können. Das wird, denke ich mal, hier bei den Zähnen auch sein. Da muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich da ein bisschen mehr schwenken oder so, weil ich weiß es noch nicht. Da muss ich es ausprobieren. Hier unten das Teil, da weiß ich auch noch nicht, warum das hier so ist, weil bei dem ist das ja hier relativ
Ja, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, ne? Aber mit den Löchern und so hat der gut funktioniert. Die Oberfläche, finde ich, ist auch gut geworden. Gut, ich muss an ein paar Stellen noch ein bisschen mal abknibbeln. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist kein Fehlschlag. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Es ist noch nicht perfekt geworden, aber für den ersten Versuch, damit kann man schon mal anfangen. Mal gucken, vielleicht mache ich da auch irgendwas draus. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich den Kiefer auch noch machen soll. Ich habe hier noch was Silikon. Ob das natürlich reicht, weiß ich noch nicht. Da muss ich jetzt gucken. Vielleicht mache ich den unteren Teil auch noch, damit man das Ganze dann quasi komplett hat. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich den unteren auch noch schäumen soll. Der wird wahrscheinlich deutlich einfacher zu machen sein, denke ich mal. Im Endeffekt brauche ich nur quasi so zu machen, dass ich von oben hier irgendwo von den Stellen reinkippe. Muss zwar dann auch viel schwenken, weil hier unten dann wahrscheinlich Lufteinschluss ist. Aber könnte man auch mal ausprobieren. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Also ich würde sagen, Projekt Wolfschädel schäumen, Silikonform machen und schäumen ist ein Erfolg. Ja, dann würde ich sagen, ich werde noch ein bisschen was rumprobieren, werde noch mal ein paar Versuche machen und dann machen wir noch ein zweites Teil. Vielleicht werde ich dann im zweiten Teil hier noch eine Silikonform machen, dass wir das Ding auch noch schäumen, das Ganze mal pinseln und dann mal gucken, wie es danach aussieht. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat uns mal wieder gefallen. Wie gesagt, so mit so Schäumen und Silikon würde ich gerne öfters machen, aber das Silikon ist halt scheiß teuer. Ich sage ja, die ganze Form jetzt hat mich ungefähr, gut, ich habe nicht alles von der dritten gebraucht. Ich sage jetzt mal so 100 Euro hat mich allein jetzt die Form schon wieder gekostet. Dann den Schaum, gut, den habe ich ja Gott sei Dank noch, weil ich so ab und zu hier schon mal was schäume, aber allerdings nicht so oft, aber so ab und zu schon. Ja, wie gesagt, es ist halt immer eine teure Sache, sowas zu probieren. Vielleicht mache ich auch noch am nächsten Mal was anderes. Ich hatte auch mal überlegt mit dem Schaum. Der ist eigentlich okay für manche Sachen. Vielleicht werde ich mal eine Waffe, also keine große, vielleicht mal was Kleines mitschäumen. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Vielleicht mache ich mal irgendwie eine Schablone oder irgend so ein, ich sag jetzt mal so ein Rohling für ein Messer. Vielleicht ein Wurfmesser, das wäre vielleicht auch eine Idee. Dass ich dann da mal irgendwas mache und dann eine Silikonform und dann versuchen wir das Ganze mal mit dem Schaum hier und mal gucken, wie das danach ist. Könnte man ja auch mal ausprobieren. So, genug gefaselt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir treu. Danke wieder an alle, die mich schon abonniert haben. Und danke, dass ihr die letzte Zeit die Videos ein bisschen länger guckt wie sonst. Freut mich riesig. Könnte noch deutlich mehr werden. Wir liegen jetzt bei knapp über 2000 Stunden. Denkt dran, 4000 ist das nächste Ziel, dass wir die Monetarisierung durchdrehen. Dann kann ich mir vielleicht auch, wenn noch mal ein bisschen Geld mit der Werbung reinkommt, dass wir größere Projekte angehen können. Das wäre natürlich mein Traum. Danke schon mal an alle, die mich dann wieder unterstützen, indem sie dann halt länger gucken oder mehr. Freut mich riesig. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte, beziehungsweise ich glaube, das nächste Video werde ich vielleicht unter der Woche machen mit dem Dies und Das, mit dem Handschuh und dem mit der Fackel. Da bin ich momentan auch noch dran. Vielleicht so unter der Woche. Und dann nächste Woche dann mit dem Schädel weitermachen. Ja, dann ein schönes Wochenende. Genug gequatscht. Wir sehen uns.